Starten wir rein ins Jahr 2026, zumindest hier in-game. Die Hinrunde ist noch nicht vorbei, wir haben noch 2 Spiele. Heute in Freiburg und dann zum Abschluss, glaube ich, haben wir auch noch ein Heimspiel. Gegen wen, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Müssen wir dann gleich nochmal gucken. Aber ich wünsche euch noch nachträglich einen schönen ersten Advent. Kommt natürlich jetzt ein bisschen spät, aber ich werde den Bogen nehmen, um nochmal auf mein Gewinnspiel hinzuweisen und euch nochmal zu sagen, dass jetzt meine Adventsgewinnspiele gestartet sind. In der Woche gibt es den ersten Gewinn und zwar ein Mauspad, bereitgestellt von Descu. Nochmal herzlichen Dank an Descu. Wenn ihr da mitmachen wollt, schaut gerne mal bei dem Video, was gestern rausgekommen ist. Ja, am ersten Advent, da seht ihr dann oder hört ihr die ganzen Teilnahmebedingungen, bis wann ihr Zeit habt, euch dafür anzumelden und wie es so generell läuft jetzt. Für die Leute, die schon mal mitgemacht haben oder die das schon mal mitgekriegt haben, die wissen ja, wie es läuft. Und für die Leute, die neu auf meinem YouTube-Kanal sind, die werden sehr, sehr gespannt sein, hoffentlich, was so in den nächsten Wochen noch an Gewinnspielen hier rausgehauen werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh drum. Nochmal vielen Dank an Descu, natürlich auch an U-Rage Gaming, die sich auch wieder daran beteiligt haben. Und genau, das dazu. Also wenn ihr mitmachen wollt, die Anmeldung ist noch bis Freitag, 6.12.18 Uhr. Was ihr dafür machen müsst, da schaut ihr einfach mal in dem Video nach. Vielleicht habe ich es ja auch hier irgendwo verlinkt oder ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung. Ja, oder ihr nehmt euch einfach kurz die 2, 3 Klicks mehr und schaut euch das Video einfach nochmal an. Dann erklärt sich nämlich vieles auch von alleine. So, jetzt aber hier zurück zu Münster. Wir spielen natürlich eine sehr, sehr gute Hinrunde bislang. Also als nicht normaler Aufsteiger ist das wirklich krass. Mit unseren Talenten, die wir hier haben, die machen das wirklich richtig, richtig gut. Problem ist leider nur, dass wir wahrscheinlich auch im Sommer, wenn wir denn mit Münster weitermachen sollten, Achtung, abgeblockt und Philipp. Aber im Abseits, wenn wir denn weitermachen wollen mit Münster, dass wir auch da wieder 3, 4 Leute leider ablösefrei verlieren werden. Denn weder Jongwa noch Philipp noch Poso wollen ihre Verträge verlängern. Also beziehungsweise es geht nicht, weil da steht, ich hätte mit den Spielern erst kürzlich einen Vertrag ausgehandelt. Die haben halt auch immer, glaube ich, nur für 1 Jahr unterschrieben. Ich weiß nicht, ob es deswegen nicht geht, dass wir dann die Spieler nicht weiter an uns binden können. Oder welcher Bug auch immer dahinter steckt. Ich habe jetzt auch übrigens es geschafft, das müsst ihr euch mal denken. Ich habe ja die ganzen letzten Parts nicht geschafft, mir meine japanischen gescouteten Spieler anzugucken. Wisst ihr, was ich dann machen musste? Ich musste einfach, weil ich ja bislang 2 Scouts hatte, einen 3. Scout ins Team holen und den dann losschicken. Und dann auf einmal hat es geklappt. Das ist wie bei so einem DLC. Ich musste erst noch einen Scout freischalten, damit ich meine japanischen... Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das ging halt vorher nicht. Naja, das dazu. Wir gucken uns das auch gleich nochmal an. Da waren nämlich auch 1, 2 richtig gute Japaner mit dabei, die ich mir halt auch schon in die erste Mannschaft hochgezogen habe. Ja, also wie gesagt, eine ganz, ganz wilde Nummer. Und was auch wild ist, wenn wir jetzt hier mal 1 in Führung gehen würden. Jongwa. Aber Müller ist da. Eine sehr, sehr wilde Nummer. Also immer noch, was hier abgeht. Ich weiß nicht, ob es den nächsten Gameplay-Patch schon gab. Wahrscheinlich. Aber jetzt kommen die Freiburger erstmal über Gregoritsch und Sinamoy. Also Freiburg, obwohl die auch nur 12. sind hier in-game, was mich auch ein bisschen wundert. Ist immer schwer zu spielen hier in Freiburg. Die haben auch immer eine gute Truppe. Auch jetzt unter dem neuen Trainer Julian Schuster. Die machen einfach nahtlos weiter. Die machen da weiter, wo sie unter Christian Streich aufgehört haben. Und Grudowski hoffentlich auch. Jetzt der Sprint über den Flügel gegen Lienhardt. Es ist niemand anderes, es sind 2 Leute in der Mitte, aber leider beide im Abseits. Oh, das Ding, das hätte gezählt, wenn das von Grudowski reingegangen wäre. Es regnet auch mal wieder. Deswegen sind die Platzverhältnisse auch nicht die besten, aber egal, wir kriegen das hin. Ja, wie gesagt, ich freue mich, um nochmal kurz auf die Adventsgewinnspiele zurückzukommen, dass ich euch auch immer wieder was zurückgeben kann. Das ist nicht selbstverständlich hier der Support, den ihr mir gebt, das ganze Jahr über lang. Ja, Videos bewertet und ein paar Kommentare schreibt, da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und ich freue mich natürlich, dass ich auch Firmen gefunden habe und auch Seiten, die mich da halt unterstützen. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an Descu und an U-Rage Gaming. Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Von daher freue ich mich da immer sehr und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen von euch glücklich machen kann. Natürlich kann nicht jeder gewinnen, das ist auch klar bei so einem Gewinnspiel. Das ist euch sicherlich bewusst. Aber wer nicht mitmacht, der hat schon von Anfang an verloren, glaube ich. Und von daher schadet es nie, sich dafür mal anzumelden. Wenn es halt am Ende nicht reicht. Ja, aber dann war man wenigstens im Lostopf. So, ist eine sehr, sehr schöne Partie hier. Wir haben Wanner. Allein gegen alle. Klasse Mann. Poso. Das heißt, wir müssen uns da auch nach einem neuen Rechtsverteidiger umgucken und natürlich nach einem neuen Stürmer dann. Wohl oder übel, wenn Philipp gehen sollte. Wenn ihr überhaupt wollt, dass ich mit Münster weiterspiele.
denn es gab ja schon die ein oder andere Diskussion, was ich auch gut finde, unten in den Kommentaren. Ja, der eine hat Frankfurt vorgeschlagen, der andere meinte, nee, nicht schon wieder, vielleicht mal ja, die italienische zweite Liga, ja, oder vielleicht mal ein anderer Kontinent, vielleicht ja mal eine Liga aus Südamerika oder aus Asien oder keine Ahnung woher. Nordamerika, die MLS zum Beispiel würde sich da ja auch anbieten. Deswegen mache ich es natürlich wie immer. Ich schieße jetzt erstmal das 1-0 durch Castañeda. Wow. Fast mit Ansage, schade. Und ich lasse euch einfach abstimmen. Wie ich das noch mache, ob ich erstmal über den Kontinent abstimmen lasse, dann über das Land, dann über die Liga oder ob ich schon die Liga generell mache. Das weiß ich noch nicht, aber deswegen ja, überlasse ich euch die Wahl und die Abstimmung und bei uns zählt natürlich auch die Mehrheit, die gewinnt. Und auch da kann man es natürlich nicht jedem recht machen. Das ist auch völlig klar, das ist auch völlig okay. Ja, wenn dann am Ende halt eine Mannschaft rauskommt, die dem einen vielleicht nicht so zusagt und der dann halt das Projekt nicht schaut, dann bin ich da auch niemandem böse. Ja, ist halt immer so, aber wie soll man es sonst machen? Wie soll man sonst, oh Gottes Willen, versuchen jedem gerecht zu werden? Das geht halt nicht. Das geht halt nun mal nicht. Und von daher mache ich es halt über Umfragen, über Abstimmungen, wo die Community dann das letzte Wort hat. Gucken wir erstmal, ja, wir haben 75% Ballbesitz, fast, das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr dominant. Habe ich die schon auf der Bank hier? Nee, das waren aber auch richtig gute Spieler. Kaba, Hekimoglu, ja, also wir haben noch ein paar Kohlen im Feuer. Ja, aber die muss ich euch zeigen. Aber ich finde es nach wie vor sehr, sehr... Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn der dritte Scout zurückkommt. Habe ich den überhaupt entsendet oder habe ich ihn nur verpflichtet? Ich glaube, ich habe den nur verpflichtet. Was würde passieren, wenn ich den irgendwo hinschicke und der kommt wieder? Dann müsste ich wahrscheinlich den anderen erstmal entlassen, damit ich die Berichte sehen kann. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz wild, ganz, ganz kurios, was hier phasenweise passiert. Gut, aber wen wundert's? Wen wundert's denn noch? So, Philipp, jetzt nächste Chance, Hanko. Philipp, da sind wir doch 2 gegen 1. Grodowski unten. Oh, Poso. Schade, Lienhardt passt auf. Und die Freiburger kommen über Muslia. Ich kriege den richtigen Mann nicht angewählt. Jetzt Muslia. Gegen Castañeda. Oh, Flanke. Kommt, Einfallzieher von Kofi Chiré, glaube ich, war es. Aber im Endeffekt nicht so gefährlich. Wir stehen sehr, sehr stabil. Wir haben mit die beste Defensive. Ja, die Offensive lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Da können wir noch ein paar mehr Tore schießen. Aber defensiv, glaube ich, haben wir 12 Gegentore oder so. Oh, jetzt kommt gleich Gegentor 13 hoffentlich nicht dazu. Aber es ist soweit. Und wieder ein eiskalter Fehler oder ein Fehler, der eiskalt bestraft wird. So einfacher Ballverlust nach vorne und dann ist es soweit. Da ist sogar die Torhymne zu hören im Hintergrund. Sehe ich das richtig? Hier Gregoritsch aus, ja, gar nicht so einfachen Winkel. Ne? Aber Sinamoy stürzt da halt auch raus, versucht sich irgendwie groß zu machen, den Winkel zu verkleinern. Ja, schade. Und dann, wie gesagt, entweder Gegentor 13 oder 14. Wir haben auf jeden Fall nicht viel. Wir haben mit die wenigsten von denen, die halt da oben drin stehen. Achtung, mal Anschlusstrick probieren. Ja, es würde theoretisch klappen, wenn sie einfach durchlaufen würden. Nee, da stimmt heute was nicht. Ich werde jetzt mal umstellen aufs 4-4-2. Mal 2 Stürmer. Ich weiß gar nicht, wie Freiburg, ob die eine Dreierkette wieder haben. Die spielen nämlich sonst immer Dreierkette. Sieht so aus. Ja, sieht so aus, als würden sie eine Dreierkette spielen. Von daher wären ja, oh, könnte Abseits sein. 2 Mann gar nicht verkehrt, ja. Und Philipp ist tatsächlich im Abseits. So, das gibt mir nochmal die Gelegenheit zu schauen, was wir hier nochmal machen können. Alter, ist ja völlig verzogen hier. Was macht ihr denn? So, da muss ja Jong war hinten links hin. Grodowski, Wanner würde ich gerne auf dem Flügel lassen. Vorne dafür einen Kopfballstarken rein. Ja, ansonsten Duarte mal für Grodowski, oder? 88 Tempo, komm, hopp. Was soll's. Werfen wir mal die jungen Spieler hier rein. Hat ja schon ein Tor gemacht gegen den HSV. Und jetzt hoffe ich mir halt durch dieses 4-4-2, dass wir das ein bisschen breiter machen können, dass wir in der Mitte ein bisschen mehr Platz haben, dass die Freiburger durch ihre Dreierformation da so ein bisschen durcheinander gerüttelt werden. Aber Regen ist nicht so unser Freund, ne? Also ich glaube, im Regen haben wir mit die schlechtesten Spiele gemacht, haben auch nicht so viel gewonnen. Aber unter Druck setzen hier. Das ist jetzt ganz wichtig. Friedjonsson, Philipp, das muss natürlich dann noch funktionieren. Und wenn es halt nicht funktioniert, sieht es halt aus wie hier. Ja, Freiburger legen sich uns zurecht. Vorne ist dann
eine 2 gegen 3 Situation, wenn wir den Ball gewinnen sollten, was wir aber nicht machen, weil die KI das halt nicht so will, ne? Was willst du machen? Kopfball, oh, aber weit vorbei. Gibt hier nochmal den Wechsel, Höfler geht raus und schauen wir mal gleich, wer da reingekommen ist. Dann muss das ja natürlich aber auch ein bisschen schneller gehen. Duarte, Jong war auf der Außen. Ah, das sind zu ungenaue Bälle. Das kannst du nicht machen, aber Duarte holt sich den. Sehr schön gemacht. Und vorne jetzt Jong war. Komm, auf die Außen und hopp. Hat die ganze linke Seite Platz. Oh, da legt er sich den Ball wieder zu weit vor. Sedilja. Und Philipp ist dazwischen. Aber das ist halt auch wieder ein ganz, ganz schmaler Grad. Ey, Ball gewonnen, dann willst du dir den vorlegen. Dann legt er sich den Ball zu weit vor. Ob das auch nur im Regen ist, weiß ich nicht. Und Hanko hier gegen 2 Mann. Ey, der kann da ganz locker und entspannt da vorne durchsprinten. Der wird den Ball nicht verlieren. Aber jetzt Chance Fridjonsson. Philipp wartet extra noch, dass er nicht im Abseits steht. Abgefälscht. Und der nächste Eckball. Kurz ausgeführt. Poso, da ist doch Partov. Oh Gott, der ist ja völlig frei. Der kann sich nochmal drehen. Um die eigene Achse. Und nochmal Duarte abgefälscht. Nee, doch nicht. Ja, so richtig Druck nach vorne kriegen wir bislang nicht. Also erste Halbzeit war gut. Aber seit dem Gegentor, was halt auch wieder völlig unnötig war, was gar nicht hätte sein müssen, laufen wir so ein bisschen hinterher. Aber wir haben wieder Überzahl. Fridjonsson, Duarte. Jong war auf der Außen. Oh, jetzt muss sich einer fallen lassen, Duarte. Da wäre der Ball fast schon wieder weg gewesen. Und jetzt Dremberg, der kann auch aus der Distanz schießen. Und Müller. Und wir haben die Chancen jetzt. Jetzt brauche ich aber einen Rechtsfuß. Jetzt muss ich zum Tor hin. Oh, macht das Poso. Haben wir hier keinen besseren Rechtsfuß, ey? Nee. Dann machen wir es mit Wanner. Dann vom Tor weg. Das ist eine gute Ecke, Collins. Aber nicht zwingendes. Das ist heute nicht gut. Das ist heute nicht gut genug, um hier Freiburg irgendwie gefährlich zu werden. Die Aktionen sind da. Die Schüsse auch aus 20, 30 Meter. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber vorne. Weil die halt mit einer Dreierkette spielen. Oh, kein Freistoß. Da habe ich jetzt mit dem Pfiff gerechnet. Aber wir kriegen es halt nicht zu Ende gespielt. Das ist schade. Jetzt wieder den Platz. Fridjonsson. Und jetzt Philipp, aber der muss jetzt rein. Und das ist passiert. Der Ausgleich durch Ryan Philipp, der leider nur noch 5 Monate bei uns sein wird. Dann ist er nämlich weg. Ich kann euch das auch gleich nochmal zeigen. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch hier irgendwie Quatsch oder so. Ich kann den Vertrag nicht verlängern, weil ich ja erst einen Vertrag ausgehandelt habe. Das war aber vor einem halben Jahr. Ja, Philipp, eiskalt. Und genau deswegen ist dieses 4-4-2 gegen eine Dreierkette auch gar nicht so verkehrt, weil 2 Leute vorne bleiben. Und dann muss sich die Verteidigung entscheiden, ne? Wie sie verschieben. Ansonsten hast du eine 2 gegen 2 Situation und das spielen wir dann richtig gut aus. Aber jetzt will ich auch noch gewinnen. Komm, wir haben noch Zeit. 5 Minuten. Nicht hektisch werden. Und vielleicht sich nochmal irgendwie eine Chance rausspielen. Hier vorne, ihr seht Fridjonsson, der ist frei. Castañeda und wieder Fridjonsson, die Chance, das Spiel zu drehen. Ah, da wäre auch der Querpass auf Philipp nochmal möglich gewesen, glaube ich. Ah, obwohl da stand ein Verteidiger vor. Das wäre wieder so ein 50-50-Ding gewesen. Dann schieße ich lieber. Da ist die Chance auch 50-50, dass der nicht reingeht oder reingeht. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Wir wachen leider zu spät auf hier. Wir spielen leider zu spät. Gut, also richtig gut. Wir spielen gut. Ja. Anfangs der zweiten Halbzeit hat das nicht so gut dann ausgesehen. Deswegen haben wir dann auch verdientermaßen das 1-0 bekommen. Durch so einen blöden Fehler. Aber jetzt nochmal die Freiburger. 90. läuft. Wie viel Nachspielzeit? Bitte kein Last-Minute-Ding. Dann würde ich das Remis auch mitnehmen. Aber Achtung, Freiburg kommt nochmal. Oh, da hat man Glück. Dem Regen sei Dank. Oh, und Sinamoy schießt Collins an. Hier mal ein bisschen entspannter. Jetzt wurde es gerade noch mal ein bisschen wilder, weil der Ball hätte auch liegen bleiben können. Dann hätte Gregoritsch das 2-1 wahrscheinlich gemacht. So, gehen wir mit dem 1-1 hier raus aus dem letzten Auswärtsspiel. Der Hinrunde. Bleiben ungeschlagen, sammeln weiterhin schön fleißig Punkte gegen den Abstieg. Was eigentlich total utopisch klingt, aber es ist so. Der Klassenerhalt ist das Ziel und ja, alles weitere ist Bonus. Jetzt schauen wir nochmal hier die Ergebnisse. Leipzig gewinnt, Gladbach gewinnt, Frankfurt gewinnt gegen Bremen, Hoffenheim, Mainz unentschieden. Das macht dann Folgendes in der Tabelle. Ja, schauen wir gleich nochmal nach. So, jetzt spulen wir erstmal vor und dann zeige ich euch das, was ich gemeint habe. Also, ich habe jetzt hier japanische, ja, die 7 aktuell.
7 aktualisierten Scout-Berichte vom Sommer, die gehen immer noch nicht weg, warum auch immer. So, erstmal die Nachrichten hier. Ich muss öfter spielen, du gehörst weiter zum Team. Ja, ich sehe mich lediglich um. Das sind auch 2 Leute, die ich halt auf die Liste gesetzt habe. So, jetzt zeige ich euch nochmal. Beziehungsweise Jugendscouts aufrufen. Genau, ich musste hier, den Schwabe musste ich verpflichten, damit ich die japanischen Spieler angezeigt bekommen habe. Die sind jetzt nicht so gut, obwohl da auch noch 1, 2 gute Leute mit dabei sind, aber die besten habe ich eigentlich schon rausgefiltert. Und zwar, wo sind sie denn? Mannschaft, Taktik, Teammanagement. Ich hoffe, ich habe die schon hinzugefügt. Die müssten aber schon dabei sein. Und zwar einmal AB, also so heißt wahrscheinlich jeder zweite, dritte in Japan. Auch ein großes Potenzial, hat schon eine 64, kein Innenverteidiger, ZDM und Rechtsverteidiger. Da habe ich sofort an Hasebe gedacht. Der konnte nämlich auch diese Position spielen. Innenverteidiger, zentrales defensives Mittelfeld und Rechtsverteidiger. Er hat alles durch die Bank weggespielt. So, und dann habe ich 2 Serben verpflichtet. Ich glaube, da wart ihr auch mit dabei. Einmal Kovacevic, 63 schon, ZDM und Kolmjenovic, auch 62. Ja, also 2-mal Witsch im Mittelfeld. Das könnte so die Zukunft werden, wenn denn eventuell Castaneda dann irgendwann geht, wenn wir Remberg verkaufen. Also ich habe schon mal für die Zukunft ein bisschen geschaut und jetzt zeige ich euch das mit den Verträgen. Ja, dass ihr nicht denkt, ich habe irgendwie ein Rad ab oder so. Aktualisierte Scouting-Berichte. Haben wir jetzt wieder neue. Ach nee, die Spieler, die ich habe. Oh, der ist natürlich auch hier was. Perkovic, aber ich glaube, ich habe kein Geld. Doch. Ich muss gerade mal gucken. 7.100. Warum ist der schon so gut, ey? Hopp, Allah, zu uns. 68 Horvath. Ich kann jetzt natürlich nicht jeden Spieler holen, aber ich würde da gleich nochmal gucken. Hier, also ihr seht, 5 Monate Vertrag. Ich gehe zu den Finanzen und es geht einfach nicht. Zum Beispiel bei Poso. Vertragsverlängerung. Du hast mit diesem Spieler vor kurzem einen neuen Vertrag ausgehandelt. Ja, aber das war von einem halben Jahr. Da hatte er einen Vertrag für 1 Jahr. Und jetzt wäre es doch theoretisch möglich, dass ich wieder einen neuen Vertrag mit ihm mache. Aber selbst Verlängerung delegieren geht nicht. Ja, also nicht irgendwie, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwie ein Rad ab oder so. Also wir werden uns wahrscheinlich, wenn wir hier weiterspielen mit Münster, nochmal neu umgucken müssen. Das geht einfach nicht. Also das finde ich ein bisschen schade. Jetzt gucke ich noch gerade mal in die Akademie rein. Der Serbe, der muss ja eigentlich so gut sein, dass wir den direkt wieder hochziehen in die erste Mannschaft. Ja, auch zack, direkt zum Profi befördern. Die müsste ich halt mal alle verleihen, dass die wirklich schon mal Spielpraxis kriegen. Im Winter oder beziehungsweise dann ab Sommer irgendwie abgeben. Das wäre halt wirklich krass. Naja, jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle. Ihr macht noch mal fleißig mit bei dem Gewinnspiel, wenn ihr ein neues Mauspad gewinnen wollt. Es wird nicht das letzte Mauspad bleiben, das kann ich schon mal jetzt sagen. Es wird noch ein zweites Mauspad geben, aber zu einem späteren Zeitpunkt. So, also 16. Spieltag, wir sind auf dem 6. Platz, oben mit dabei. Stand jetzt wären wir in der Conference League. Und wir sind vor Leverkusen, vor Frankfurt, vor Wolfsburg, also eigentlich vor allen Mannschaften, die normalerweise vor uns stehen müssten. Mainz ist unten, Augsburg, aber das ist auch noch alles ganz, ganz eng beieinander. Genau, also dann Heimspiel gegen Leipzig. Wir haben auch noch ein Spiel bislang verloren, aber schon 8-mal unentschieden gespielt. Ich bin gespannt, ob wir uns fürs Pokalhaus revanchieren können. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.